Meine Liebe, bei deinem Kommentar habe ich mir gedacht, wir brauchen gar keine Legung dafür. Das kriegen wir auch so hin. Das sind, ich sage jetzt mal, grundsätzliche Standards, meiner Meinung nach, die in einer Beziehung gegeben sein sollten. Natürlich aber von beiden Seiten. Ja, Beziehung ist keine Einbahnstraße. Und ich habe mir da mal 6 Punkte zusammengeschrieben. Kann gerne natürlich dann in den Kommentaren erweitert werden. Also, deine Frage war, ich lasse es mal allgemein, woran erkennt man den Mann, der für einen bestimmt ist? Punkt 1, du kannst du selbst sein. Ohne Maske, ohne Taktik, er sieht dich, wie du wirklich bist. Punkt 2, Frieden statt Drama. Hier sind wir. Es fühlt sich nicht wie ein Kampf an, sondern wie ein Ankommen. Punkt 3, er sieht deine dunklen Seiten und bleibt. Kein Fluchtreflex, Akzeptanz und Nähe statt Distanz. 4, er ist ein Macher. Keine Worte ohne Taten, keine leeren Versprechungen, keine leeren Versprechungen, so rum. 5, er triggert dich und hilft dir, zur besten Version deiner selbst zu werden. Wachstum statt Stillstand, auch wenn es manchmal wehtut. Und Punkt 6, es ist nicht kompliziert. Also das Zusammensein mit diesem Menschen, die Beziehung zu diesem Menschen ist nicht kompliziert. Man muss sich nicht ständig erklären. Da ist Offenheit und Transparenz und die Bereitschaft, sich den eigenen Konflikten zu stellen. Mir ist für den Moment nicht mehr eingefallen. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Sachen. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, Treue und hin und her. Das ist sowas wie Treue, Respekt. Das sind so Grundeigenschaften, die müssen eigentlich schon gegeben sein. Ja, also Loyalität. Deswegen habe ich das jetzt nicht extra erwähnt. Aber so viel zum Thema, woran erkennt man den Mann, der für einen bestimmt ist. Oder die Frau natürlich. Ja, wie gesagt, und Beziehung ist keine Einbahnstraße, nochmal zur Wiederholung. Beide Parteien müssen an einer Beziehung arbeiten, sonst funktioniert es nicht. Was sagt ihr dazu?